Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin's, der Erdbärmann, und er spielt Star Trek Resurgence, was so viel heißt wie Star Trek der Wiederaufstieg, so würde ich es übersetzen, oder eben der Aufstieg. Und ich gucke mir mal an, wie das Spiel aussieht. Ich habe keine Ahnung, ich habe mal kurz reingeschaut wegen Grafik etc. Aber spielen tue ich jetzt mit euch. Ich werde es mal anfangen und dann schauen wir mal, ob uns das Ganze gefällt. Ich bin aber auch schon mal leise. Das Spiel gibt es auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Viel Spaß mit mir und Star Trek. Die Beziehungen und Ereignisse, die du erlebst, werden von deinen Entscheidungen beeinflusst. Da bin ich mal gespannt. Captain's log, stardate 57931.4. The crew is restless. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy. Nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Our new first en route Resolute, Jara Rydek. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew. Schauen wir mal, das sind also wir, Jara Rydek. Thanks. Einfach mal gefangen, kein Problem. I'm not great with flying. But these little shuttles are the worst. You don't like flying. And yet, you joined Starfleet. There's a reason I'm not a pilot. You should try it sometime. Mhm. Sorry, I'm a little anxious. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. Dachte ich mir, dass ihr das sagt. It won't be easy for Jara to step in at the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the XO this ship needs right now. Star Trek Resurgence. Ich bin ja mal gespannt, ob das an das Star Trek-Feeling von Voyager rankommt, was ich mal, wann war das, irgendwann in den 90ern gespielt habe. Das war ein schönes Game, auch rumgelaufen auf der Star Trek Voyager, also auf Raumschiff Voyager, wenn man so will, und gegen die Borg gekämpft. Und hier Geschichte, die durch Entscheidungen gelenkt wird. Neuer Posten, auf geht's, Sternbasis, irgendwas. Da sind wir auch schon. Ich werde irgendwann Captain sein. Sie erinnert mich irgendwie an Captain Janeway. Auch ein geiler Name. W-S-A-D. Seht ihr das? Ganz einfach. So, ich kann auch die Maus drehen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich meine Mauszeiger eingerastet habe. So, jetzt passt's. Dann gehen wir doch mal da lang. Gucken uns das Ding hier an. Mhm. Das ist so. Starbase 128. Kann ich auch laufen? Nö, gerade nicht, oder? Gut, dann gehen wir einfach zu Fuß.
usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you've heard of the Torvaldin test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Not just in my class. I mean, all time. In the history of the academy. Sehr beeindruckend. That's quite impressive. Thank you. It was tough. But you know, I set my mind to it and it paid off. Schleimer. So, kommen wir mal ran hier. Wollen Sie ein Bier bestellen? Ja, gerne. Please place your hand here. Please place your hand here. There for a few Dann, seconds. okay, dann machen wir das doch mal. Wenn das so soll, dann gehen wir mit dem Punkt dahin, drücken. Zing. Sie hat einen Samsung-Ring, ein Health-Ring. Sieht jedenfalls aus. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvaldin test. Haha. You finished in what, like the top 3? That would be me. Now I'm really... It's an honor to meet you, Commander. Ebenso. Sorry, I didn't realize before. I just came off the shuttle and was glad to be on solid ground. The pleasure's mine, Ensign. Paul Calloway. Paul Calloway. Schön, Sie I kennenzulernen. believe Commander Ermont is expecting you. He's in the concourse just ahead. Dann gehen wir doch mal dahin. See you on Resolute. Wir sehen uns auf der Resolute. Aber sowas von Resolute. So, hopp. Ah, jetzt kann ich laufen. Servus. Guten Tag. Servus. Grüß Gott. So, wo gehen wir I hin? remember my briefing. Commander Ermont is a Boolean, so I'm looking for someone with blue skin. Okay, ein blauer also. Starbase 128 has 4 docks. Excuse me. Da ist er doch. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. Der Urmod. I'm Commander Jan Ermont, Operations Officer on the Resolute. Geil. Jan mit Y geschrieben. Finde ich auch gut. Y-A-N-N. Ja. There wasn't too much trouble getting here. This storm isn't making anything easy for us right now. It was perfectly fine. It was perfectly fine. I'm glad Stimmt. to hear it. Das stimmt sogar. We're grateful you were able to come fill our first officer vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Coming from a premier starship and all. You can spare me the flattery, Mr. Ermont. The I'm flattery. here to work. Duly noted. I'll stick to the matter at hand. Wow, das wird sie wohl sein. Die Resolute. Star Trek. Resolute. Starfleet. Star Trek. Starship. USS Resolute. She may not look like much compared to the bigger ships, but as far as science pedals go, she can more than hold Okay, her own. Science Ship. Wie alle anderen So auch. bad, considering 6 months ago she was nearly cracked in half venting plasma fighting for her life. Okay, gab es wohl einen It Unfall. was an accident? Equipment malfunction. Accident suggests fault, but no one's to blame. Mhm. It was a planned test, but the warp core was pushed beyond its limits. It destabilized the dilithium, there was a runaway reaction, and the warp bubble defected. Okay, wollten sie schneller als We thought we could reach a higher resonant frequency. Warp 10 fliegen. It was more than she could handle. Cost us our first officer and 22 of our crew. Oh, At the end of the day, we're all responsible for each other. I can't even begin to imagine what that must have been like for you. I'm so sorry for your das loss. bin ich. I'm so sorry. Thank you. It does weigh heavy. There are some things you can't forget. Did you lose anyone close to you? Too many. And to that I'll just say, you have big shoes to fill. Das ist so. Listen, I realize you've known Captain Solano for quite some time, and I'm sure you're ready to bring your best.
But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake, that he should have promoted from within. So you might want to tread lightly at Auch first. verständlich. Until they come to value your contributions as much as he does. Thank you. Always good to have a sense for what you're walking into. I just thought you ought to know. I appreciate it. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the Hotari region. I'll let the captain brief you on. So, ich habe jetzt mal Enter gedrückt. Da steht, Jara hinterließ einen gemischten ersten Eindruck bei Commander Umad. Sie wirkte recht ruppig, aber gleichzeitig auch verständnisvoll und sie zeigte Mitgefühl für das, was die Crew der Resolute durchgemacht hatte. Das ist richtig. Das hat sie gut erkannt. Er. Fenrich Calloway war dankbar für Jaras Sinn für Humor, als er auf dem Shuttleflug nervös war. I know he's eager to see you. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. Okay. Still so much to do. Sind also immer noch gebeutelt von dem Unfall und noch nicht ganz ready. Okay, ich wusste jetzt, oder sagen wir so, ich glaube zu wissen, dass jetzt ein Tech-Guy kommt, der was reparieren muss, oder? Würde Sinn machen, rein storytechnisch. Ja, sieht so aus. Als ob. Das Ding klemmt. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir... finde den Plasmabrenner. Ja gut, da weiß ich eh, wie das aussieht. Gott, ist das langsam, das Ding. Das dürfte der Plasmabrenner sein. So geht er an. Okay. So, aber ich glaube, ich muss hier was umstellen. Mich nervt, dass das nicht schnell genug geht. Okay, das heißt, so macht es Sinn. So, machen wir mal. Okay, mit der Maus wohl drin bleiben. Bam, okay, das ist recht easy, das Game. Machen wir dasselbe hier auch. Okay, aber es geht hier, glaube ich, auch eher um die Story, um sonst nichts. Yay, das Zeug ist also weg. Dann werden wir das Ding jetzt wohl drehen müssen. Okay, ich drehe die Maus an meinem Tisch. Ich drehe sie und drehe sie und drehe sie und drehe sie. Man sieht auch, dass sich was bewegt. Frage ist, wie lange muss ich hier drehen? Kriegst du einen Drehwurm? Okay, hat wohl funktioniert. Dann drücken wir S zum Rausziehen und sehen, dass die Plasmaspule verbrannt ist. Gut. Haben wir eine neue mit. Die können wir da einfach easy reinsetzen. Mit W. Ich sage ja Easy Game. Außer es kommt jetzt irgendwann, wo ich schießen muss. Irgendwann, irgendwas, irgendwo. Bam. So, sieht gut aus. Die unteren Decks. Transportergeräusche klingen auch gleich. Das ist schon mal mega. So, da haben wir den Oreo-Keks. So sieht das Ding aus. 923-1707 kenne ich von irgendwoher. 923-1707. War das nicht die Enterprise? Now. Na, dann gehen wir doch. Wenn er sagt now, dann machen wir das doch. So, komm, laufen, komm, hopp. Folge Etzler. Okay, wenn ich Shift drücke, kann ich laufen. So. Da wollen wir hin. Engineer. I heard the new XO just arrived. Won't be long before we get underway. Ja. I just hope whatever Chovak called us down for it's something good. I can never tell with him.
I'd rather not end up degaussing plasma manifolds. Befehl ist Befehl. You know what they say? There are no small missions. Every expedition has a purpose. Even if we don't know what it is yet. Auch wenn wir es noch nicht kennen, das ist so. Looks like we got here before. Lieutenant Commander Chovak. We were just Ach, ein Vulkanier. Petty Officers Ed Diaz. I was beginning to think you would be late. We are all hands on deck right now, which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Etzelar on repeated occasions. So you're saying we're irreplaceable, Commander? That is one interpretation. Another would be that I would replace you if I could. You can interpret as you see fit. Wir verstehen das, wie wir wollen. Das machen wir. So, I don't suppose you wanted us down here to check in before we go off duty? Der ist also nicht gut gelaunt, wenn ich das richtig sehe. Equip your... Okay, kann ich hier schon was sehen? Also Jara war die beiden, jetzt sind wir ja beim Carter. Und ja, Lieutenant Commander Chovak fand, dass Carter vorlaut und hochmütig war, als er und Etzeler fast zu spät in den Hauptmaschinenraum kamen. Okay. Oh, mit Raumanzügen außerhalb. The subspace distortions and ionic interference we are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of emissive activity. How concerned should we be about the storm? Are you worried? Vulcans do not worry. We calculate the variables and take appropriate precautions to mitigate the risk. Right now, that entails making critical preparations, because long-range sensors show that these disturbances will be more severe at our destination, the Hotari system. Da geht's also hin. You have your orders. Do not delay. Yes, Commander Chovak. Aye, aye. Hands on deck. Alle Mann an Deck. What's that? All hands on deck. That's what Chovak said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out and the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. Consequences be damned. It all comes down to us, Millie. Das ist so. We're the ones who will get it ready. I know what we can do. But this isn't just any old refit or any old relaunch. Oh. Excuse me. Ah, excuse me. A lot of new faces coming on board. Schon haben wir die It's Raumanzüge gonna an. be tough coming as a replacement. That's for sure. Gib ihnen eine They Chance. seem all right. Something that happened 6 months ago while they were off on another ship. Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. Da ist so. Guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Hold on. Now Die- there's an old face I didn't expect to see Die again. kennen sie wohl. Hey, Miranda. You weren't gonna leave without me, were you? Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Transfer came in at the last minute, so I figured I'd slum it on this bucket of bolts. Looks like you got it back together pretty nicely. I'm gonna take the high road here, pretend you didn't say that, and welcome you aboard. He's a better diplomat than I am. He still owes me a bottle of Saurian brandy. Gut, sie scheinen uns wohl zu mögen. Gehen wir noch mal gucken. Einfach rein aus Interesse. Miranda fühlt sich durch Carters herzlichen Empfang an Bord der Resolute ermutigt. Sie hat Hoffnung, dass die Chemie zwischen ihnen beiden stimmt. Das ist so. Oh yeah, it's coming back to me now. Maybe Carter can rustle up that bottle and we can give you a proper welcome. Irgendwann. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. So, ein Helm. Muss ich was drücken? Okay. Mach ich. Und dann geht das los. Here, let me help you. Thanks. So what's the word? Are you back in the security rotation? Yep. Still running with the usual suspects. Whoa. Sie kommt mir auch so bekannt vor. Good to go. Good to go. Die Raumanzüge sehen aus wie die von der Voyager. Nicht ganz modifiziert, See you on the other side. aber so ähnlich. Aber gut, das ist Star Trek. Activating magnetic souls.
Universum. Magnetic Soul. So, mach mal, bevor die Tür aufgeht. Zick. Zick, zick. Schon sind die Magnete dran, die Tür geht auf. Und wir können rausgehen. Und uns das Ganze mal von draußen angucken. So, kannst du auch rennen? Nö, kann er nicht. Aber sieht nice aus. That view never gets old. Let's go. Yay! So, jetzt sehen wir bestimmt gleich ein Fenster und in dem Fenster ist wieder Rydek. Und da bin ich mir sicher. Ja, so ist es auch. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Diesen Schwank. So, Urmod, voller Einsatz. Und da ist Rydek. So, Captain Solano kommt. Das heißt, wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. Schauen wir doch mal. You'll have to forgive me, I don't know much about Koblions. But my understanding is you need a steady supply of duridium to keep your cell structure stabilized, or bad things start to happen. Wird bestimmt wichtig. Plenty of duridium in sickbay, so there's no risk of running out. Die Sickbay. Feel free to make yourself at home. Die Krankenbucht. Help yourself to whatever you like from the replicator. Krankenstation aka Bucht der Kranken. Hört sich auch besser an. Sickbay. Ich arbeite in der Office Bay. So, und nun, die Haare sitzen, die Stirnfalte auch. Dann können wir doch mal gucken, was wir uns hier anschauen können. Das Diplom. Ah ja. I can't believe he keeps this around. Don't even know where mine is. Tja, das kenne ich. Da geht's nicht lang. Oh, ein Globus. Ein Globus. Can't wait to plot a course myself. So, Library, Computer Access and Retrieval, oder was steht da? Genau, System 40273, USS Resolute, NCC 92317. Ah ja, die Badekappe? Nein. Mineralien. The first mineral Captain Solano ever discovered. Hat ausgesehen von weiter weg wie eine Badekappe. Nostalgic type. Er war schon immer nostalgisch. Jara Rydek. Last time I saw you, it was graduation from the academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel 7 trips around the Necrid Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. Well, the regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. You can spare me the pomp and circumstance. There's plenty of work to be done without all that. You always had a work ethic like nothing I'd ever seen. That's just what this ship needs at the moment. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last 6 months. The ship suffered some damage, but not nearly as much as the crew. You'll have to forgive me. I don't really know the details. Starfleet has been kind enough to keep the story contained, probably because they want to protect me. But I don't mind telling you. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward. Ah, Quantensprung, okay. 10,000 teradynes per second. In der Warp-Kerntechnologie, das war's, okay. Okay. Länger und schneller reisen. What would have been the crowning achievement of my career? Right there, within our grasp. Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient
Way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. Ja, das It was musst my du. decision to make. And I have to live with the consequences. You're being too hard on yourself. It wasn't your fault. It's not a question of blame. It's about responsibility. Ja, das ist schon klar. No matter what the circumstances. In my defense, I will say I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from former XO. And I think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. Whether I agree or disagree, I can promise that I'll be honest to a fault. Good. That's exactly what I'm looking for. At the end of the day, it has to be my call. Das ist so. Look, Er ist der I'll be Captain. blunt. We can't afford another mistake. Or at least I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. Das würde ich auch verstehen. Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. Escorting a senior diplomat to Hotari space. Two previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. Oh, So it's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. cool. This ionic storm. Our long-range sensors suggested several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hotari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. But are we prepared to embark on the mission? As much as I'd like to think that's true, I have my doubts. But I don't want to get ahead of myself. I expect we'll have some rough sledding when we arrive, so I need you to prepare the crew for the worst. Okay. There's just one more thing I want to clarify up front. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I will consider it my Schön personal gesagt. failure. Das hat er schön gesagt. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying, you have my full support. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. As long as you're willing to do the work, you have my promise. I'll do everything in my power to see that it happens. Dankeschön. Thank you. Come, let me introduce you to the crew. Jetzt bin ich gespannt. Da geht's wohl auf die Brücke. Ja, Next Generation Design. Sehr gut. Das gute Mahagoniholz. Have your attention for a moment. I'd like to introduce Commander Jara Rydek, our new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. One of. What he lacks in humility, he more than makes up for in ability. A pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our chief science officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular basis. Pleasure. Erinnert an Chakotay. Commander Rydek, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian, who's been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. I've been following your career for quite some time. And I look forward to learning as much as I can from you. You've heard of me? Well,
admit, one of the reasons I followed your career is because you're part Kobliad, because of what you've overcome. Starfleet stands up for people who can't defend themselves, and you were one of those people once. But since then, you've done so much to protect others who need it. I really admire that. Ich auch. So, you've been something of an inspiration to me. Not that I've done anything close to what you've done. I don't know what to say. That's incredibly flattering, thank you. I hope someday I can follow in your footsteps. I'm sure you will. And then, of course, you've already met Commander Erman. Den kennen wir schon. Do everything you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the starbase. Have an urgent meeting with the starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Die Brücke ist meins. So, dann setzen wir uns auf den Stuhl, wenn wir bereit sind. Aber erstmal gehen wir hier mal ein bisschen rumgucken. Communications keeps us in contact internally and with other vessels. Ja, schön. Taktische Station. Ja gut, kann man sich alles mal anschauen. Station. Hopefully a diplomatic mission won't require we use our weapons much. But if it comes to that, we'll be ready. So, dann haben wir hier die Hauptanzeige. So many decks, full of crew that are now my responsibility. Tja, ist so. Nee, ich will raus. Nein, eigentlich will ich das nicht. Ich mag diese Geräusche. The helm. The Resolute is a refitted Centaur class, meaning it's capable of quick maneuvers. Can't wait to see what she can do. Okay, das wollen wir alle. Gibt's ja auch noch was? Nö. Gut, dann würde ich sagen... Tactical holodice. Just like they've got on the Excelsior. Nice. Commander, Engineer Chowak needs to lower the structural integrity field. He sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. We just need your go-ahead. Ja, dann machen wir das doch, oder? Permission granted. Lowering structural integrity field now. Enter next mode. Condition blue. Blauer Alarm. Okay. Vom Sturm The storm is getting erfasst. Looks like they turned off the sieve. Great. Let's get to that emitter. Lustig. Dann gehen wir doch mal dahin. Sie gehen aber langsam. Kann ich mich umgucken? Nein. I half expect to see her in pieces again. She's still got some scars on her. It adds character. When I joined Starfleet, all I wanted was a ride out of town. But this isn't exactly how I pictured it. On the outside of the ship? No. Sometimes it feels like we're just part of machinery. Don't you want more than that? I mean, Starfleet is noble and all, but it's still a machine. Yeah, of course I do. Starfleet's an open door. We just have to walk through it. You wanted to get away. I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. Just because I'm cranking a hyperspanner oven in Jeffrey's tube today doesn't mean that's all I'll ever be. Schön gesagt. Diaz to Commander Chowak. We are at the sieve emitter.
Das Sith-Admitter. Bin ich mal gespannt. Koffer. So, was brauchen wir? Ich würde sagen, wir brauchen erstmal das Kalibrierungswerkzeug. So, jetzt richten wir den mal aus. Werkzeug bewegen und Punkt einstellen. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Careful. Too much action and harmonics will deflect the alignment. Okay, so muss das sein. Looks good. That wasn't so hard. Commander West, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. Yes, I'm the Chief Science Officer, and I have the dubious honor of being the most senior officer on this bridge. I know this ship inside and out. Better than just about anyone. Ja, What a very impressive list of credentials. This is a research and discovery ship, first and foremost. Now with a former tactical officer as its new first officer. I'm curious though, a Koblion, or half in your case, so, ich musste mal kurz hier beenden. Frag mich nicht warum. So. Hat eigentlich recht gut ausgesehen bis jetzt. Die Frage ist, warum er das wieder macht, was er gerade macht. So, jetzt ist er nämlich kurz schwarz geworden. Jetzt ist er wieder da. Sehr schön. Da sind wir wieder, auf gut Deutsch gesagt. Ein bisschen will ich noch weitermachen. is an odd choice for first officer, given your vulnerable condition and all. But if, as an example, we found ourselves in a hostile situation and you were suddenly incapacitated because you needed an infusion, what would happen then? Gute Frage. Ah ja. Der Ring misst wohl. Granted, that would be a worst case scenario, but not outside the realm of possibility. Captain Solano's familiar with my condition. I'm sure it factored into his decision. So I'd have to say it's not a problem. But we should probably have a contingency plan just in case. Listen, can I be blunt, Commander? I see no reason to stop now. Commander Sutherland, your predecessor, was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost impossible to fill. He was loved by the crew, and he was one of my closest friends. So I can only hope that you'll live up to expectations. I don't think I could ever replace Commander Sutherland. And it would be a mistake to even try. Das ist so. Seeing as Captain Solano is on the starbase, let me give you an update on this ion storm we're flying into. It's unusual, unlike anything I've ever seen. At the moment, I can't tell you if the Resolute will shrug it off or if we're putting ourselves at risk. However, if we learn more about its patterns, its nature, we can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Da ist wohl was nicht in Ordnung. Frage ist was? Ich würde sagen, mach zu das Ding. Tracing its trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves.
And if my projections are right, we're about to get hit by a wideband burst of ionic energy, like a tsunami. I'm reading power abnormalities all over the ship. Red alert! Aye. Red alert. Evacuating main gangway and retracting. Putting sensor visualization on screen. With the structural integrity field shut down, we can't take a direct hit. Time to impact. 1 minute. Eine Shield Minute. systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. There's a better way. I'm sending all auxiliary power to the deflector dish. Send the aux power to the shields. We can't reactivate the entire shield bubble, but it's a directional threat. So we can orient all we have towards the wave. You have to believe me. Das We tue only ich. get one shot at this. We can't afford to get it wrong. That's right, which is why we need to send power to our shields. Petrosian, get those shields up. Rerouting power to shields. Stand by. I need a heading. We've only got one shot. Understood. On my command. Heading locked. Raise shields. Das hat ja mal gut ausgesehen. This is it! All hands, brace for impact. What happened? We have Oha. experienced a surge of radiation. Oh, you don't say. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous. Blow out every primary system on the ship. Just tell us where you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port nacelle plasma regulator. Das müssen wir jetzt wohl tun. We've reached the first access point. Spannend. Understood. Do you see the override for the level 1 failsafe circuits? Ja. Ich sehe alles. Engage the override. It should allow us to stop the EPS flow to the warp engine without triggering an automatic core shutdown. Würde ich gerne, wenn ich da hinkomme. Aha. Das war nicht gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte keine Fotos starten. Ich glaube, mein Mauszeiger ist nicht eingerastet. Jetzt ist er es. So, wir drücken S und die Maus. Es geht auf. So, dann drücken wir D und Maus. Machen dasselbe hier oben. Drücken dann wahrscheinlich was anderes, wenn es denn funktioniert. Jetzt hat sich mein System wieder verabschiedet. Ach, ist das nervig. Aber das wird sich gleich wieder geben und dann bin ich wieder da, so wie es sein soll. Ja, das gibt sich auch die nächsten Tage wieder. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Dann wollte ich wieder hier hin. So, ihr seht das, was ich sehe. Können wir uns aber nachher anschauen, was das zu bedeuten hat. Ich gehe wieder auf System und sage fortfahren. So. Failsafe override engaged. Are you sure? I am registering some crosstalk in the bypass circuit. We need to route the signals so they don't interfere with each other. So, müssen wir das wirklich tun? Okay. Müssen wir wohl, wenn der das sagt. So, ich bewege die Maus darüber, wechsle die Karte da rein, wechsle die andere Karte jetzt darüber. Das ist ja wie früher hier. Erst nächstes Mal mit dem Controller. Diaz to Resolute. The failsafes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator.
coming right toward us. I'm gonna try to disrupt it with my phaser. So, Phaser ist 1, zielen und dann... Ja, jetzt kann ich natürlich wieder nicht feuern. Wisst ihr auch warum? Weil ich eine Magic Maus nutze. So, ich muss mal ganz kurz auf die Steuerung gehen und da mal mit der Tastatur gucken. Das ist ja nie normal. Phaser 2, okay. Ja, okay. Nein, ich will es nicht verlassen. Ich will fortfahren. Lustig ist halt, ich kann nicht wirklich feuern. Das heißt, ich müsste hier auf den Controller wechseln. Das mache ich aber nicht jetzt. Ich würde sagen, ich speichere das mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich am besten speichere. Kann ich übers Hauptmenü? Nein, will ich nicht. Wo ist Speichern? Wo ist Speichern? Pausieren, Tricorder-Modi mit dem Phaser zielen, das ist alles klar. Bringt mir aber gerade nichts, weil, ja. Phaser. Benutze, drücke 1, um Phaser auszurüsten. Ja, Links-Rechts-Maus. Entweder ich nehme eine andere Maus oder ich gehe und stelle das Ganze um. Benutze Q um Hoch, um E und so weiter und so fort. Das ist auch klar. Transporter ist auch klar. Ich würde gerne speichern. Speichern würde ich gerne. Ich mache mal Ja. So, Hauptmenü Ja und ich hoffe, ich kann speichern. Oder es ist sogar gespeichert. Wenn ich jetzt sage Spielen, okay, dann ist es so, dass automatisch weitergeht. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt mal auf Zurück und werde das Spiel jetzt verlassen und werde gucken, dass ich das nächste Mal einfach... Schön wäre es, wenn ich nur über die Tastatur spielen kann. Ich probiere das gerade mal, ob ich eventuell was anderes machen kann. Ja, wenn ich... Ihr habt es wenigstens gesehen. Heads up, Carter. Ja, Heads up, Carter. Nein. Es kommt direkt auf uns zu. So, schauen wir mal, ob ich was anderes nutzen kann. Nein. Ist lustig. Ich habe Nein gesagt. Ah ja. Es geht doch. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat funktioniert. Benutze deinen Phaser, um den Weg frei zu machen. Entschuldigung. Oh, nervt mich das gerade. So, das hatte ich vorher auch gemacht. Okay, das heißt, ich müsste hier immer kurz... So, wenn ich jetzt nochmal aktiviere, das Ding. So, jetzt ist es an, aber es bleibt nicht an, das ist lustig. Wenn ich jetzt nochmal da rausgehe mit der Leertaste, dann bleibt es an.
Da sind wir. Opening the access panel. I am now halting the EPS flow to the cell. You have little time before it causes an overload in the engine. You must work efficiently. Ich muss efficiently arbeiten. Na gut. EPS manifold adjusters reset to neutral. Schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Bewegen. Steuerung greifen. Aha, okay. Also das müsste dann der gelbe sein. Nein, nicht der. Der hier. Das müsste es gewesen sein. EPS lines to the port warp engine and back in balance. Almost done. Once I cycle the manifold nozzles, choke on him. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Get down! Diaz to bridge. We just lost the docking clamp. We've got a lot of debris coming down. All vibrations, too. We can't finish the EPS regulation in these conditions. Please advise. We have to release this ship from that other docking clamp or the hull will be ripped apart. There's a problem. The clamps are supposed to disengage automatically in an emergency, but it's not working. Not working. What are our options? The docking clamps are fitted with exploding bolts for an emergency release. We've got crew out there. That'd be like setting off a bomb next to them. Maybe there's another way. Starbase is hailing us. Put him through. Resolute, the remaining mooring arm is failing. You need to disengage from the starbase now. The damage to the station will be catastrophic. We have crew outside and are looking for the We have safest people way. on this station. If that mooring arm breaks, we could lose dozens of crew. Commander, hear me out. Reverse the polarity of the hull, which theoretically will repel the docking clamps. And repel the engineering crew right off the hull into the storm. This is Captain Solano. Put me on screen. Go ahead. Captain, we have a situation. Commander, what are you doing? Blow the bolts on the docking clamp. The captain doesn't know the whole story. I'm giving you an order. Jara? Captain, you brought me here because you trusted me. Can you trust me now? You better be sure you make the right decision. The captain made himself quite clear. They're gonna get hammered with debris out there. Reverse the polarity. There is program. And there are lives. Starbase, stand by. We're gonna flip hull polarity to disengage the clamps. Yes, Commander. Repair crew, this is Acting Captain Jara Rydek. Be advised, we are going to reverse hull polarity to free us from the remaining docking clamp. Tether yourself and deactivate your boots on my mark. Understood. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mark! Tja, das war dann nix. Und tschüss. Ja, Carter ist gestorben. Ja, erneut versuchen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ihr wisst doch, warum das so ist, weil meine Maus so langsam ist. Mark! Ich muss das nochmal machen. Muss aber gerade meinen Zeiger entsperren. Werde es nochmal versuchen. Und jetzt geht es schneller. 6, 5, Oder auch nicht. 3. Ach Gott. Ich sag's euch. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. So, nein, nein. Fortfahren. 2, 1. Mark! Ja, nochmal.
Ich mache das jetzt 100 Mal. Das erinnert mich an Dragon's Lair. Kennt ihr Dragon's Lair? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ja, das wird nichts mit meiner Maus. mark. Ja, ich find's lustig. Und ihr schaut da gerade zu, weil ich einfach eine Maus habe, die nicht funktioniert, so wie sie soll. 7, 6, 5, 4, 3, Okay, da auch nicht, da auch nicht. 1, mark. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht kriege ich meine Maus besser in den Griff, ja, wenn sie anders liegt. 8, Ich probiere es mal. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mark. bla. Ja, das wird nichts werden. Ich muss eine andere Maus nehmen. Ist mir gerade aufgefallen. Im Story-Modus erneut versuchen ist auch geil. Ja, nein, es ist schon das. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Aber es geht halt nicht, so wie ich es gerne möchte. 1, mark. Ja, das war knapp. Das war jetzt knapp. So, ihr seid live dabei, wie ich mit meiner Maus, mit meiner Magic Maus verzweifle. 5, 4, 3, 2, 1, mark. Es wird immer schlechter. Was ist, wenn ich den Story-Modus erneut versuchen wähle? Okay, das heißt, ich habe hier nicht wirklich einen... Jetzt okay. Ja, das war ja blöd. Ist nur der Story-Modus, okay. Macht für Mac-User vielleicht Sinn. Perfect. Plasma imbalance is reaching critical condition. We are moments from primary system failure. I got it. So, und jetzt ziehen hoch. Okay. So, jetzt hat er es aber. Zack. Mach ihn zu. Okay, sure. Heavy Officer Ensilar's hurt and unconscious. I'm gonna have to tow her back to the airlock. Mr. Diaz, the situation has changed. You are at risk of triggering a substantial electromagnetic arc to approach the main hull the way you came. But Commander, the way we came is the nearest airlock. There is an auxiliary hatch near you on the far end of the pylon. You must bring Miss Ensilar there to access the interior. Roger that. Going in. I'm at the auxiliary hatch. Mhm. You go first. What? Let me save your neck this time. No time to fight me on this. Get in there. Not on your life. Let's not let it come down to that.
Okay, den hat es wohl voll erwischt. Voll auf die Mütze. We made it. They're safe. Bringing the Sith fully online. Siff. Tja, da ist der Captain jetzt entweder stolz auf uns oder auch nicht. Jeder Einsatz hat seinen Preis. Das ist so. Aber wie es... I'm good. Help me with him. Let's get this off. Oh, Nickel, got one wounded at my location. Carter, Carter, you don't look so good. you don't look so good. You gotta be more careful. Ja, das I ist so. just got here. I'm not ready to see you two get blown to space dust just yet. Now let's get you down to sick bay. Great. So, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt hier nach dem Szenenwechsel. Und ja, wir könnten jetzt nochmal gucken, wie es aussieht mit dem Captain. War wütend, dass Jara sich den Befehlen widersetzte und sich die Bolzen an der Klammer nicht sprengte, wie er es ihr gesagt hatte. Ja, ist auch verständlich. Bewundert Jaras Instinkt und so weiter und so fort. Das sieht also gut aus. Emmett war froh, dass sie eine Besatzung zu schützen. Das ist richtig. Westbrook respektierte Jaras Neigung, die Besatzung zu schützen, als die Sternbasis sie befahl, die Andor-Klammern zu lösen. Dann Chowak billigte Jaras Entscheidung. Ja, da ist nicht viel zu sagen. Das ist eigentlich alles cool. Hier ebenfalls dankbar. Ja. Und Chowak ist, denkt, macht, tut. Ja, hat ja gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Vielleicht mache ich demnächst weiter. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von Star Trek Resurgence haltet. Soll ich weiterspielen oder nicht? Hier gibt es noch ein paar Extras. Da gibt es eine Tour der Resolute, könnte man auch mal machen. Dann Mitwirkende, könnte man sich auch mal anschauen. Aber nicht jetzt, erst am Ende der Entscheidungen machen wir das. Aber hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, hey, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Für euch am Mikro war der Frank.